Blick aus dem Fenster meiner Kabine. Auch heute hat die Reinigungscrew das Bett wieder schön gestaltet. Heute ist der Elefant das Ergebnis. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, vom Sonnendeck der MS Farida. Unser derzeitiger Liegeplatz ist in der Ortschaft Edfu. Der Nil ist die Lebensader Ägyptens, weil in seinem Tal und im Nildelta inmitten lebensfeindlicher Wüsten in rund 5000 Jahren eine der größten Flussoasen der Erde entstanden ist. Der Nil hatte schon als Lebensader zur Herausbildung der Hochkultur des alten Ägyptens beigetragen. Diese Hochkultur entstand um 3000 vor Christus und umfasste etwa das Gebiet vom ersten Nilkatarakt im Süden bis zum Nildelta am Mittelmeer im Norden. Die Bedeutung des Nil für die Bevölkerung im alten Ägypten und ihr Land kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In einem Land, wo es praktisch nie regnete, ernährte der Nil das Land im wahrsten Sinne des Wortes. Er bot Wasser und damit Nahrung und war auch die wichtigste Verkehrsader. Ohne ihn wäre das Land eine ebensolche Wüste wie die Wüsten, die sich beiderseits der Flussoase ausdehnen. Der Nil ist mit einer Lauflänge von 6.671 Kilometern der längste Fluss der Erde. Sein Einzugsgebiet besitzt mit 2,87 Millionen Quadratkilometern die 8-fache Größe Deutschlands. Der Nil entsteht aus zwei großen Quellflüssen, dem Weißen und dem Blauen Nil. Nördlich von Khartoum, der Hauptstadt von Sudan, vereinigen sich die beiden Quellflüsse zum eigentlichen Nil. Im bis zu 20 Kilometer breiten und bis zu 350 Meter in die felsigen Wüstengebiete eingetieften Niltal und im Nildelta ist inmitten lebensfeindlicher Wüsten in rund 5000 Jahren eine der größten Flussoasen der Erde entstanden. Nachdem wir heute den ganzen Tag den Nil hinaufgefahren sind, werden wir uns zum Abschluss jetzt den Kom Ombo Tempel im Licht ansehen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Informationen zum Tempel geben. Der Doppeltempel von Kom Ombo ist eine altägyptische Tempelanlage am östlichen Nilufer in Oberägypten. Der Tempel befindet sich etwa 3,5 Kilometer südwestlich des Zentrums des etwa 70.000 Einwohner zählenden Ortes. Die heute sichtbaren Teile des Bauwerkes stammen aus der Zeit der Herrschaft der Ptolemäer in Ägypten, zu kleinen Teilen auch aus der Epoche der Zugehörigkeit zum Römischen Reich. Geweiht war der Tempel den beiden getrennt voneinander verehrten Gottheiten Sobek und Horus, weshalb er als Doppeltempel bezeichnet wird. Die Bauwerke der Tempelanlage wurden durch Naturgewalten wie Hochwasser und Erosion am Mauerwerk stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Doppeltempel von Kom Ombo entstand in der ptolemäischen Epoche Ägyptens 304 bis 31 vor Christus. Kom Ombo war zu dieser Zeit neben Elefantin
Verwaltungszentrum des ersten oberägyptischen Gaues Tarseti. Der heute noch zu besichtigende Doppeltempel diente der Anbetung der beiden Gottheiten Sobek, dem Krokodilgott, und dem falkenköpfigen Horus. Drei Tage in Ägypten, aber gefühlt schon viel länger. Der heutige Tag war eher ruhig, mit viel Fahrt auf dem Nil. Am Ende des Tages eine Besichtigung des Kom-Ombo-Tempels mit Beleuchtung. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute wieder dabei haben konnte. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis morgen.